16 Länder, 6 Kontinente, ein Jahr, 2 Freunde, einmal AMC, einmal ADHS. Moin, ich bin Lovis, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und ich war ein Jahr lang mit Alexander gemeinsam auf Weltreise. Ich selber habe ADHS und wir gemeinsam haben ein Jahr lang alle möglichen Hürden überwunden. Moin, ich bin Alexander, bin 25 Jahre alt, wohne in Hamburg und war mit Lovis ein Jahr lang gemeinsam auf Weltreise. Ich habe AMC, eine körperliche Behinderung, und zusammen mit Lovis habe ich alle möglichen Hürden überwunden und den größten Spaß meines Lebens. Gestartet sind wir in Hamburg, wir sind Nordlichter und sind dann weiter ins erste Land, in die Türkei, haben da gleich 2 Kontinente abgearbeitet, quasi Asien und Europa mit Istanbul. Waren dann noch kurz im Nahen Osten mit Oman und Abu Dhabi, sind dann aber weiter gleich, unser Ziel war Australien, haben dann noch einen Zwischenstopp in Singapur gemacht, waren dann in Australien, in Neuseeland, sind dann mit dem Van rumgefahren und dann ging es zurück nach Asien. Genau, wir waren in Malaysia ganz am Anfang, haben dort Freunde eben getroffen, sind danach lange durch Vietnam gereist, von Norden nach Süden. Dann waren wir kurz in Kambodscha, kurz in Thailand und sind dann die nächste logische Strecke geflogen. Dann waren wir in Madrid für eine Woche und von Madrid ging es dann weiter rüber nach Südamerika und dort haben wir eine Freundin von Alex getroffen. Richtig, die hat uns quasi in das südamerikanische Leben eingeweiht, in Ecuador. Und sind wir dann 2 Monate in Ecuador hängen geblieben, weil es einfach so toll war und wir so tolle Menschen kennengelernt haben. Sind dann weiter hoch nach Kolumbien in den Norden, waren wir einen Monat, auch eine mega tolle Zeit gehabt. Dann mussten wir Tschüss zu Südamerika sagen, sind nach Nordamerika, waren da auch insgesamt 3 Monate, die wichtigen beiden Länder, USA und Kanada. Nicht, dass Mexiko unwichtig ist, aber USA und Kanada abgefrühstückt. Ja, und dann ging es schon aufs Ende zu, ne? Genau, und der letzte große Stopp war dann Südafrika. Dort haben wir nochmal eine Safari gemacht und sind aber auch viel mit dem Auto selber rumgefahren, haben ganz viele unterschiedliche Tiere gesehen. Das war sehr, sehr beeindruckend und sehr schön. Und dann haben wir eine ganz runde Sache daraus gemacht und sind wieder über Istanbul ganz zum Schluss nach Hamburg geflogen und waren dann ein Jahr lang ungefähr auf Weltreise. Also ich glaube, für mich war das schönste Land Neuseeland, weil ich die Natur einfach sehr, sehr genossen habe dort. Ansonsten hatten wir, glaube ich, insgesamt die beste Zeit in Ecuador, weil wir da eine Mischung aus sehr, sehr schöner Natur hatten im Amazonas. Wir haben aber auch ein bisschen Action gehabt, wir sind Ziplining gegangen, wir sind Paragliden gewesen. Und insgesamt war für mich auch noch ein Ziel, einmal in New York gewesen zu sein. Es ist wirklich nicht die schönste Stadt, aber sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber wirklich ein Highlight rauszusuchen ist im Prinzip unmöglich und also es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Dinge, die ich erlebt habe oder die wir erlebt haben. Für mich war es sehr besonders, nach Südafrika zu reisen, weil da mein Vater aufgewachsen ist. Wir beide sind sehr naturverbunden und lieben Tiere und haben da aus nächster Nähe einen Leoparden gesehen, den wir nur 10, 15 Minuten für uns ganz alleine hatten, 3 Meter von uns entfernt. Das war auf jeden Fall ein großes Highlight. Und wie wir beide zusammen auf den Cotopaxi, den höchsten aktiven Vulkan der Welt, gewandert und gefahren sind, das war auch, da sind wir an unsere Grenzen gegangen und das war ein tolles Erlebnis. Ja, das sind so, ich habe noch mehr Highlights, aber das ist so gerade, was mir einfällt. Ohne meine zweiten Beine von Polik, meine Orthesen, wäre mir das alles nicht möglich gewesen. Sie sind gerade oben in der Werkstatt. Also Sie haben Ihren Job auf jeden Fall geleistet. Da kann ich nochmal vielen Dank an Polik sagen, an alle Mitarbeiter auch, die daran mitgewirkt haben. Ich kann mich nicht beschweren. Wir waren in feuchten Ländern, wir waren viel an Salzwasser auch dran. Sie sind mal nass geworden, weil wir in Tropenmonsun gekommen sind. Also ja, Sie haben es ordentlich überstanden, würde ich sagen. Jetzt mit 1, 2 Dinge dran, ein bisschen fixiert oder wieder hübsch gemacht, aber insgesamt sehr gut. Ja. Wie gut hat es funktioniert mit AMC auf der Weltreise, ist eine schwierige Frage, weil wir vieles ausgleichen können durch Energie, die Lovis aufgewandt hat, durch körperliche Kraft, die er einfach mir gegeben hat, quasi, wenn Treppen mal wieder gefühlt überall im Weg waren. Die Welt ist nicht barrierefrei. Es gibt einige Orte, die sehr barrierefrei sind, wo man sich gut bewegen kann, wie Singapur zum Beispiel.
Shoutout an die Regierung, macht er gut. Aber alles andere, nicht alles andere, aber viele Dinge war eben mit Hürden überwunden, gerade körperlicher Natur. Für mich, Lovis musste mich viel stützen, tragen, was auch immer. Gepäck war nicht einfach, war ein Thema, was uns auch begleitet hat viel Lovis getragen, das Allermeiste. Und ja, wir haben es hinbekommen. Ich glaube, im Duo, wenn man ein wenig Resilienz zeigt und ein bisschen Mut aufbringt, dann ist es machbar, haben wir gezeigt. Wir sind wieder hier gelandet, aber einfach ist es nicht. Ja, also insgesamt haben wir festgestellt, dass es eine relativ stringente Korrelation gibt zwischen dem Reichtum eines Landes und der Inklusion. Also je reicher ein Land ist, desto mehr Inklusion gibt es. Das ist nicht komplett überall so, aber das kann man schon so sagen. Also Länder wie zum Beispiel Kambodscha, in denen es wirklich das Thema Inklusion im Prinzip nicht vorhanden ist, das sind dann auch meistens die ärmsten Länder. Und Länder wie Australien, Neuseeland, USA, Spanien waren wir auch kurz. In diesen Ländern ist Inklusion auf jeden Fall schon ein Thema und es wird vorangebracht. Insgesamt gibt es keinen Ort, wo wir beide sagen, das ist perfekt. Einfach so müssen das alle anderen auch machen. Es gibt überall Orte, die noch verbessert werden müssen. An manchen eben mehr, an manchen anders. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir beide sehr, sehr gut da drin sind, auch mal zurückzustecken und dass wir uns aufeinander gut einlassen können, was sehr wichtig ist in unterschiedlichen Situationen. Ohne das geht es nicht wirklich. Das wusste ich über mich, das wusste ich über Alex, aber das nochmal so in diesem Reisekontext nochmal erneut zu lernen, war schon auf jeden Fall interessant und auch irgendwie ganz schön, weil das nochmal eine engere Verbundenheit für uns gebracht hat. Das ist das Erste, was mir einfällt. Ich habe über mich natürlich auch einiges gelernt, dass Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Das wusste ich schon vorher. Aber das Feintuning mit einem unterschiedlichen Menschen, man sich immer auf die Muster des unterschiedlichen Menschen auch einstellen sollte und kann. Und genau, deswegen Kommunikation ist sehr wichtig. Wir arbeiten hinter den Kulissen an sehr, sehr vielen neuen Dingen. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, das Ganze niederzuschreiben. Wie das Ganze aussehen wird, können und dürfen wir noch nicht verraten. Bei Zeiten kommt das dann an die Öffentlichkeit. Und ansonsten arbeiten wir ständig daran. Wir sind als neueste Errungenschaft sind wir ein Interable-Tischtennis-Duo geworden und werden bei einem Turnier mitspielen. Und die nächste Reise ist auch schon zumindest angedacht. Also es wird nicht langweilig, aber keine Weltreise. Erste Training folgt noch. Erste Training. Ja, gut. Aber genau. Ja, für uns geht jetzt auch irgendwie ein bisschen der Alltag wieder los. Wir starten in ein Berufsleben, weil wir uns natürlich auch irgendwie finanzieren müssen. Nebenbei die großen Dinge, die da warten, vielleicht noch finanzieren uns vielleicht nie, aber auf keinen Fall jetzt. Und deswegen müssen wir den Spagat schaffen zwischen auf uns fokussieren, für unser Leben quasi sorgen, aber trotzdem weiterhin als Interable Duo auftreten und gute Botschaften raussenden, den Leuten Mut machen und ja, einfach weitermachen als Interable Duo.